Lektion 1: Spannende Neuigkeiten. Haben Sie die Neuigkeiten über die Veranstaltung nächste Woche gehört? Ja, das habe ich. Ich bin wirklich begeistert davon. Was denken Sie? Ich denke, es wird eine großartige Gelegenheit sein, neue Leute kennenzulernen. Definitiv. Ich freue mich auf die Networking-Möglichkeiten. Und die Workshops klingen auch interessant, finden Sie nicht? Ja, ich liebe es, neue Fähigkeiten und Techniken zu erlernen. Es ist immer gut, sein Wissen zu erweitern, oder? Ruf. Außerdem ist es eine unterhaltsame Art, das Wochenende zu verbringen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Überraschungen Sie bereithalten. Lektion 2: Fitnessfokus. Ein wichtiger Aspekt der körperlichen Fitness ist die sogenannte Herz-Kreislauf-Fitness. Das stimmt. Es ist entscheidend für ein gesundes Herz und eine gesunde Lunge. Ja, Aktivitäten wie Laufen und Schwimmen helfen dabei wirklich. Ich fahre gerne Fahrrad. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern. Das ist eine gute Wahl. Außerdem macht es Spaß, neue Wege zu erkunden. Ja, dadurch fühlt sich Bewegung weniger wie eine lästige Pflicht an. Und es ist auch eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen. Vielleicht nach einem guten Training fühle ich mich immer besser. Ich auch. Aktiv zu bleiben ist der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Lektion 3: Rote Laufenthalt. Ich schätze die Gastfreundschaft hier. Das Personal ist sehr freundlich. Ja, ich freue mich auf meinen Aufenthalt im Hotel. Die Annehmlichkeiten scheinen großartig zu sein. Ich habe gehört, dass der Pool fantastisch ist. Ich kann es kaum erwarten, nach einem langen Tag am Pool zu entspannen. Und das Restaurant sieht fantastisch aus. Ihre Bewertungen sind ausgezeichnet. Ich freue mich darauf, Ihre lokalen Gerichte zu probieren. Es ist immer schön, die lokale Küche zu erleben. Definitiv. Es trägt auf jeden Fall zum Reiseerlebnis bei. Ich stimme zu. Jede Mahlzeit wird zur Erinnerung. Lektion 4: Lokale Ereignisse. An diesem Wochenende finden im ganzen Land so viele Veranstaltungen statt. Ja, und wir haben auch einige spannende lokale Messen. Ich liebe es, wie sie die Gemeinschaft zusammenbringen. Pfiff. Manchmal gibt es im Hauptbereich die besten Aktivitäten. Ich genieße die Essenstände und die Unterhaltung auf diesen Messen. Ich hoffe, es ist eine großartige Möglichkeit, lokale Unternehmen zu unterstützen. Außerdem macht es Spaß, neue Leute aus unserer Gegend kennenzulernen. Ruf. Jede Veranstaltung fühlt sich wie eine Feier unserer Kultur an. Ja, und es ist eine wunderbare Möglichkeit, Zeit im Freien zu verbringen. Lektion 5: Wäschetipps. Haben Sie die Etiketten auf Ihrer Kleidung überprüft, bevor Sie sie in die Wäsche geben? Ja, es wäre hilfreich, wenn Sie die Farben von den Weißtönen trennen würden. Das stimmt. Dunkle Farben können auf helleren Stoffen auslaufen. Ja, und auch die Verwendung von kaltem Wasser kann Farben schonen. Den Tipp vergesse ich immer. Was ist mit dem Weichspüler? Weißspüler eignet sich hervorragend, um Kleidung weicher zu machen und statische Aufladungen zu reduzieren. Benutzen Sie es jedes Mal, wenn Sie es waschen?
Das tue ich, aber manchmal verzichte ich darauf, um Handtücher zu kaufen. Und sie ziehen sie besser ein. Guter Punkt. Das sollte ich das nächste Mal versuchen. Lektion 6: Echtliche Koordination. Auf jeden Fall werden wir uns mit unserem Rechtsteam abstimmen, um den Prozess zu erleichtern. Das klingt wichtig. Auf welche spezifischen Bereiche wird sich das Rechtsterm konzentrieren? Sie werden sich hauptsächlich mit der Compliance und den damit verbundenen potenziellen Risiken befassen. Gute Idee. Haben Sie schon einmal an ähnlichen Projekten gearbeitet? Ja, Sie haben viel Erfahrung in diesem Bereich. Es gibt mir Selbstvertrauen. Das ist beruhigend. Wie lange wird das Ihrer Meinung nach dauern? Ich schätze etwa 2 Wochen für eine gründliche Überprüfung. 2 Wochen sind nicht zu lang, insbesondere für etwas so Kritisches. Genau. Wir möchten sicherstellen, dass alles gut vorbereitet ist. Lektion 7: Kereal Talk. Haben Sie Ihr Lieblingsmüsli im Laden gefunden? Ja, größtenteils. Aber mein Lieblingsmüsli gab es nicht. Das ist enttäuschend. Welches Müsli isst du normalerweise? Ich liebe Müsli mit Honig. Es ist so knusprig. Ich kann verstehen, warum das eine beliebte Wahl ist. Haben Sie versucht, es zu Hause zuzubereiten? Das habe ich nicht, aber das hört sich lustig an. Glaubst du, es ist einfach? Ich glaube schon. Sie brauchen nur Hafer, Honig und Nüsse. Das klingt einfach genug. Vielleicht probiere ich es mal. Lass mich wissen, wie es ausgeht. Lektion 8: Probleme mit Videoanrufen. Haben Sie heute Nachmittag von dem Videoanruf gehört? Oh nein, das ist noch schlimmer. Hoffentlich finden Sie einen ruhigen Ort. Ja, ich habe vor, es in meinem Zimmer einzurichten. Das hört sich gut an. Hast du alles bereit? Ich muss nur meinen Laptop aufladen. Vergessen Sie Ihre Notizen nicht. Rechts. Ich werde diese vor dem Anruf noch einmal überprüfen. Und stellen Sie sicher, dass Ihr Hintergrund gut aussieht. Absolut. Ich werde ein bisschen aufräumen. Lektion 9: Reisepläne. Ich würde ein Hotel oder vielleicht eine Pension bevorzugen. Großartig. Haben Sie bestimmte Orte in Betracht gezogen? Ich habe mir ein paar Optionen in Strandnähe angesehen. Das hört sich herrlich an. Haben Sie ein Budget im Kopf? Ja, ich möchte es unter $100 pro Nacht halten. Das ist vernünftig. Vielleicht finden Sie tolle Angebote. Ich hoffe es. Es wäre schön, am Meer zu entspannen. Definitiv. Ein Kurzurlaub klingt jetzt perfekt. Vereinbart. Ich kann es kaum erwarten, die Reise zu planen. Lektion 10: Last-Minute-Aufgaben. Haben Sie zu viele Last-Minute-Aufgaben? Ich denke, wir sind bereit. Ich muss nur noch die Präsentation fertigstellen. Das ist gut zu hören. Wie läuft es? Es ist fast fertig. Es müssen nur noch ein paar Folien hinzugefügt werden. Soll ich Ihnen bei irgendetwas helfen? Das wäre großartig. Ich könnte ein frisches Paar Augen gebrauchen.
Sicher. Lassen Sie es uns gemeinsam Revue passieren lassen. Dankeschön. Mit Ihrer Hilfe geht es mir viel besser. Kein Problem. Teamwork macht alles einfacher. Lektion 11. Sonderwünsche. Normalerweise erfüllen Sie diese Anfragen ohne Probleme. Mach dir keine Sorge. Sie sind an diese Anfragen gewöhnt. Das stimmt. Sie bewältigen jeden Tag viel. Ja, ich bin mir sicher, dass Sie ihnen gerne weiterhelfen werden. Ich werde eine E-Mail zur Bestätigung senden. Gute Idee. Kommunikation ist der Schlüssel. Ja, und es hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Sorgen wir dafür, dass alles organisiert bleibt. Absolut. Ich melde mich später weiter. Lektion 12. Kreative Ideen. Das ist eine geniale Idee. Sie können die Gläser auch bemalen, um etwas Farbe hinzuzufügen. Ja, dadurch würden sie attraktiver aussehen. Klar, außerdem ist es eine unterhaltsame Aktivität. Ich liebe das Basteln. Es ist so entspannend. Ja, welche Farben möchten Sie verwenden? Ich denke an leuchtendes Blau und Gelb. Diese Farben werden zusammen großartig aussehen. Ich kann es kaum erwarten, dieses Projekt zu starten. Lektion 13. Kürbisgesichter. Haben Sie schon einmal ein Kürbisgesicht für Halloween gemacht? Ja, das habe ich. Es macht so viel Spaß, sie zu schnitzen. Was machst du gerne? Augen, Nase und Mund? Normalerweise mache ich große Augen und ein albernes Lächeln. Das hört sich großartig an. Benutzen Sie eine Vorlage? Manchmal, aber ich liebe es auch, es freihändig zu machen. Freihändiges Arbeiten muss eine Herausforderung sein. Wie fängt man an? Ich wähle in meinem Kopf ein Design aus und mache es einfach. Bewahren Sie die Samen danach auf? Lektion 14. Yoga zu Hause. Ich habe angefangen, zu Hause Yoga zu praktizieren. Das ist großartig. Wie oft machst du das? Manchmal gehe ich länger, wenn ich Zeit habe. Hilft Ihnen das Üben zu Hause? Ja, es gibt mir Flexibilität in meinem Zeitplan. Das ist ein großer Vorteil. Nehmen Sie an Online-Kursen teil. Ich tue. Es hält mich motiviert und geführt. Das finde ich auch hilfreich. Welchen Stil bevorzugen Sie? Ich genieße sanftes Yoga, es ist entspannt und beruhigend. Lektion 15. Unsere Telefone überprüfen. Heutzutage scheint es, als würden wir ständig unsere Telefone überprüfen. Kluf. Es ist fast zur zweiten Natur geworden. Glaubst du, dass es gut oder schlecht für uns ist? Es hat wirklich seine Vor- und Nachteile. Was sind Ihrer Meinung nach die guten Seiten? In Verbindung zu bleiben und informiert zu bleiben, ist ein großes Plus. Wahr, aber es kann auch ablenken, oder? Ja, manchmal fühle ich mich von Benachrichtigungen überwältigt. Um das zu vermeiden, versuche ich, meine Bildschirmzeit zu begrenzen.
Lektion 16. Italiens Charme. Für meinen nächsten Urlaub tendiere ich nach Italien. Italien klingt großartig. Was reizt Sie am meisten? Die Kultur und Geschichte dort sind faszinierend. Ja, auf die Architektur und Kunst sind unglaublich. Genau. Ich möchte das Kolosseum und den Vatikan sehen. Das sind Orte, die man gesehen haben muss. Was ist mit dem Essen? Ich kann es kaum erwarten, authentische italienische Pizza zu probieren. Du wirst es lieben. Auch italienisches Eis darf nicht fehlen. Ich habe gehört, es sei das Beste der Welt. Lektion 17. Globale Führung. Es ist an der Zeit, dass die Regierungen beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle übernehmen. Ruf. Wir brauchen starke Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Ja, jedes Land sollte sich klare Ziele setzen. Es ist lebenswichtig für unsere Zukunft. Vereinbart. Die Jugend fordert heute mehr denn je Veränderungen. Sie sind unsere zukünftigen Führungskräfte und sie haben ein Recht auf einen gesunden Planeten. Ja, Bildung zum Thema Nachhaltigkeit ist für sie von entscheidender Bedeutung. Und wir sollten Initiativen für erneuerbare Energien unterstützen. Das könnte Arbeitsplätze schaffen und auch die Umweltverschmutzung verringern. Es stimmt, es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Lektion 18. Klare Kommunikation. Ich stelle sicher, dass die Kündigungsklausel eine klare Kündigungsfrist enthält. Das ist ein kluger Schachzug. Eine klare Kommunikation ist der Schlüssel zu jeder Vereinbarung. Genau. Es verhindert spätere Missverständnisse und Verwirrung. Was haben Sie schon einmal mit kniffligen Verträgen zu tun gehabt? Ja, ich habe auf die harte Tour gelernt, wie wichtig Klarheit ist. Was ist passiert? Ich habe einmal ein entscheidendes Detail in einem Vertrag übersehen. Es war stressig. Ich kann es mir vorstellen. Jetzt müssen Sie besonders vorsichtig sein, oder? Definitiv. Ich lese jetzt immer das Kleingedruckte. Lektion 19. Lebensmitteltipps. Wie transportieren Sie alle Ihre Einkäufe nach Hause? Normalerweise nehme ich eine wiederverwendbare Einkaufstasche mit. Es macht es einfacher. Tolle Idee. Habt ihr Tipps für die Organisation? Ich trenne schwere von leichteren Gegenständen. Das klingt klug. Es hilft beim Gleichgewicht beim Gehen. Glaub, außerdem nutze ich für größere Fahrten gerne einen Bollerwagen. Bei schweren Lasten kann ein Wagen wirklich hilfreich sein. Für- Was ist mit dir? Für kleinere Einkäufe nutze ich am liebsten einen Rucksack. Lektion 20. Renovierungsentscheidungen. Sollte ich für jede Renovierung einen Fachmann beauftragen? Nicht unbedingt. Einige Projekte sind einfach genug, um sie selbst durchzuführen. Das stimmt. Welche Art von Projekten sind Ihrer Meinung nach DY freundlich? Das Streichen von Wänden oder das Auswechseln von Beleuchtungskörpern kann einfach sein. Guter Punkt. Damit lässt sich auch Geld sparen. Aber für Klempner oder Elektroarbeiten ist es am besten, einen Fachmann zu beauftragen.
vereinbart. Sicherheit hat in diesen Fällen oberste Priorität. Was? Es geht darum, ihre Grenzen zu kennen. Genau. Manchmal lohnt sich die Investition, um ruhig zu sein. Lektion 21. Sportliche Entwicklung. Die Vereinigten Staaten entwickelten sich zu gut organisierten nationalen Meisterschaften. Verf. Es hat einen großen Einfluss auf die Sportkultur. Definitiv. Es fördert Talent und Wettbewerb. Und es bietet Chancen für junge Sportler. Genau. Viele träumen davon, auf nationaler Ebene anzutreten. Außerdem stärkt es den Gemeinschaftsgeist und die Unterstützung. Ja, lokale Teams bringen oft Menschen zusammen. Es ist wunderbar zu sehen, wie alle ihre Mannschaft anfeuern. Sicher. Sport kann Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund vereinen. Lektion 22. Freiheitsgespräch. Unabhängigkeit, nicht wahr? Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, alleine zu fahren. Dieses Gefühl der Freiheit ist unglaublich. Es ist es wirklich. Haben Sie Orte im Sinn, die Sie erkunden möchten? Ich möchte zuerst den Strand besuchen. Was ist mit dir? Ich würde gerne in die Berge gehen. Die Natur inspiriert mich immer. Wahr. Frische Luft und schöne Aussichten sind das Beste. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit zum Entspannen und Erholen. Genau. Planen Sie bald Ausflüge? Lektion 23. Austausch anzeigen. Absolut. Es wird Spaß machen, Theorien und Reaktionen zu den Shows auszutauschen. Ich stimme zu. Ich liebe es, über Wendungen in der Handlung zu diskutieren. Welche Sendung schaust du gerade? Ich mag diese neue Mystery-Serie. Es ist so faszinierend. Oh, ich habe Gutes darüber gehört. Was ist die Prämisse? Es geht um einen Detektiv, der ungelöste Fälle löst. Sehr spannend. Klingt interessant. Vielleicht fange ich auch an, es anzuschauen. Du solltest. Wir können danach darüber reden. Perfekt. Ich liebe es, Gedanken zu Shows auszutauschen. Lektion 24. Trainingswunder. Haben Sie irgendwelche Vorschläge? Sie können versuchen, Ihr Training zu variieren, um es spannend zu halten. Das macht Sinn. Was empfehlen Sie? Mischen Sie vielleicht Cardio mit Krafttraining. Es ist eine tolle Balance. Normalerweise bleibe ich beim Laufen. Soll ich noch etwas hinzufügen? Verf Versuchen Sie es mit Yoga für mehr Flexibilität. Es ist wirklich vorteilhaft. Gute Idee. Ich habe noch nie Yoga gemacht. Es ist einfacher, als es aussieht. Probieren Sie es einfach aus. Ich werde. Danke für die Tipps. Lektion 25. Musikalische Reise. Ja, ich habe mit dem Spielen angefangen, als ich noch in der Highschool war, also ist das jetzt schon etwa 10 Jahre her. Das ist beeindruckend. Welches Instrument spielst du? Ich spiele Gitarre. Es ist meine Leidenschaft.
Ich liebe die Gitarre. Schreibst du deine eigenen Songs? Manchmal. Es ist eine großartige Möglichkeit, Gefühle auszudrücken. Das ist schön. Ich wünschte, ich könnte auch Lieder schreiben. Du kannst. Beginnen Sie einfach mit Ihren Lieblingserlebnissen. Voller Rat. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich würde deine Lieder gerne eines Tages hören. Lektion 26. Baseball-Lehre. Es ist eine Ehre, Jakob Robert gekannt zu haben, der auch das größte Basketball-Imperium gründete. Pfiff. Das ist eine faszinierende Verbindung. Ja, er hatte einen so großen Einfluss auf das Spiel. Was finden Sie an seiner Geschichte am interessantesten? Seine Vision für Baseball und wie er die Yankees aufgebaut hat. Es ist unglaublich, wie er den Sport geprägt hat. Definitiv. Sein Vermächtnis inspiriert die Spieler auch heute noch. Ich würde gerne mehr über ihn erfahren. Sie sollten einige Biografien lesen. Sie sind ziemlich aufschlussreich. Lektion 27. Achtsame Veränderungen. Das ist großartig. Haben Sie positive Veränderungen bemerkt, seit Sie mit dem Meditieren begonnen haben? Ja, auf jeden Fall. Ich bin entspannter und konzentrierter geworden. Das ist erstaunlich. Wie oft meditierst du? Ich versuche jeden Morgen etwa 20 Minuten zu meditieren. Wo? Das klingt erfrischend. Nutzen Sie bestimmte Techniken? Normalerweise folge ich geführten Meditationen. Sie helfen mir wirklich, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist eine kluge Wahl. Haben Sie Veränderungen in Ihrem Stresslevel gespürt? Hilf. Tagsüber fühle ich mich viel ruhiger. Das ist wunderbar zu hören. Ich sollte es auf jeden Fall selbst einmal ausprobieren. Lektion 28. Unvergessliche Feste. Welches Festival hat bei Ihnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Der Karneval in Brasilien war unvergesslich. Die Farben und die Energie waren unglaublich. Das klingt spannend. Was war Ihr Lieblingsteil des Karnevals? Ich habe die Paraden geliebt. Die Tänzer waren so lebendig und voller Leben. Ich kann es mir nur vorstellen. Hast du mitgetanzt? Ja, das habe ich. Es fühlte sich großartig an, mit allen zu tanzen. Das muss so ein lustiges Erlebnis gewesen sein. Würden Sie noch einmal hingehen? Definitiv. Ich würde es gerne noch einmal erleben. Klingt wie ein Traum. Das muss ich zu meiner Reiseliste hinzufügen. Lektion 29. Intelligenter Währungsumtausch. Was ist Ihrer Meinung nach beim Währungsumtausch wichtig? Gehen Sie immer zu seriösen Orten und seien Sie vorsichtig. Das ist ein guter Rat. Haben Sie jemals eine schlechte Erfahrung gemacht? Ja, einmal habe ich bei einem Straßenhändler Geld getauscht. Sie gaben mir gefälschte Rechnungen. Oh nein, das ist schrecklich. Wie haben Sie es gelöst? Ich habe es sofort den Behörden gemeldet. Kluger Schachzug. Was empfehlen Sie für einen sicheren Austausch? Nutzen Sie Banken oder vertrauenswürdige Wechselstuben und überprüfen Sie die Kurse zunächst online.
Das macht Sinn. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich reise. Lektion 30. Häufige Fragen. Ich habe gehört, dass ihr immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Ja, es kann anstrengend sein, besonders bei Medienprominenten. Was für Fragen bekommt sie? Hauptsächlich über ihr Privatleben und ihre Beziehungen. Das ist interessant. Halten Sie es für invasiv? Definitiv. Jeder verdient etwas Privatsphäre. Wie geht sie damit um? Sie versucht, das Gespräch auf interessantere Themen zu lenken. Das ist ein kluger Ansatz. Allerdings muss es hart für sie sein. Lektion 31. Pläne machen. Geben Sie uns genügend Zeit zum Planen. Perfekt. Sollen wir für alle Fälle eine Reservierung vornehmen? Ja, das klingt nach einer tollen Idee. Wohin sollen wir gehen? Wie wäre es mit dem neuen italienischen Restaurant in der Innenstadt? Ich habe großartige Dinge darüber gehört. Wissen Sie, ob es Sitzgelegenheiten im Freien gibt? Ich glaube, das tun sie. Es wäre schön, draußen zu essen. Vereinbart. Ich liebe es, bei schönem Wetter im Freien zu essen. Rufen wir an und schauen, ob wir einen Tisch reservieren können. Guter Plan. Ich werde jetzt anrufen. Dankeschön. Ich freue mich darauf. Lektion 32. Zukunftsfokus. Die Zukunft liegt wirklich an uns, finden Sie nicht auch? Hüsselhof. Unsere Entscheidungen von heute prägen das Morgen. Genau. Unsere Gründer haben uns gelehrt, dass Freiheit wichtig ist. Ja, und es zu bewahren erfordert die Anstrengung von uns allen. Was können wir Ihrer Meinung nach tun, um zu helfen? Wir können damit beginnen, uns in unseren Gemeinden zu engagieren. Das ist eine tolle Idee. Gemeinnütziger Dienst kann einen Unterschied machen. Und es ist auch wichtig, uns über die Themen zu informieren. Vereinbart. Wissen befähigt uns zum Handeln. Lektion 33. Eiseschätze. Das Kolosseum in Rom sollten Sie unbedingt besuchen. Ich habe gehört, es ist großartig. Das sollte ich sonst noch sehen. Auch der schiefe Turm von Pisa ist ein Muss. Das hört sich lustig an. Irgendwelche anderen Empfehlungen? Die wunderschönen Kanäle in Venedig sind nicht zu übersehen. Ich liebe die Idee einer Gondelfahrt. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, das Sie nicht vergessen werden. Ich kann es kaum erwarten, dort Fotos zu machen. Probieren Sie unbedingt auch lokale Gerichte. Lektion 34. Entscheidungszeit. Kein Problem, lassen Sie sich Zeit mit der Entscheidung. Date. Ich möchte die beste Wahl für mich treffen. Das ist der richtige Ansatz. Eile kann zu Fehlern führen. Genau, ich muss alle meine Optionen sorgfältig abwägen. Welche Faktoren berücksichtigen Sie? Ich schaue mir sowohl die Vor- als auch die Nachteile jeder Wahl an. Das klingt klug. Es ist wichtig, gründlich zu sein. Ja, ich möchte bei meiner Entscheidung sicher sein. Sie werden die richtige Wahl treffen, wenn Sie bereit sind.
Lektion 35. Unterkunftsanfrage. Haben Sie herausgefunden, wo Sie übernachten werden? Dadurch, ich suche immer noch nach Optionen. Irgendwelche Empfehlungen für Hotels? Ich habe Gutes über die Innenstadt gehört. Das klingt praktisch. Wie hoch ist Ihr Budget? Ich hätte gerne etwas Bezahlbares, aber Schönes. Bei frühzeitiger Buchung gibt es immer tolle Angebote. Das stimmt. Ich sollte bald mit der Suche beginnen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei der Suche nach Orten benötigen. Lektion 36. Tagesablauf. Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Ich erstelle jeden Morgen eine To-Do-Liste. Das ist eine clevere Art, organisiert zu bleiben. Es hilft mir wirklich, mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren. Priorisieren Sie Ihre Aufgaben in irgendeiner Weise. Ja, ich gehe zuerst die wichtigsten an. Das ist eine tolle Strategie. Es hält Sie produktiv. Darauf und am Ende des Tages fühle ich mich vollendet. Ich sollte diese Methode auch ausprobieren. Lektion 37. Hotelanfragen. Könnte ich bitte noch 3 Handtücher haben? Ruf. Ich bringe Sie in Kürze auf Ihr Zimmer. Dankeschön. Ich schätze es wirklich. Kein Problem. Gibt es noch etwas, das Sie brauchen? Vielleicht wären ein paar zusätzliche Kissen schön. Bitte, ich kann diese auch für Sie besorgen. Du bist sehr hilfreich. Es macht meinen Aufenthalt besser. Das freut mich zu hören. Genießen Sie Ihre Zeit hier. Ich werde. Ich genieße diesen Ort wirklich. Lektion 38. Flugpläne. Für Sie macht das Sinn. Dann werde ich anfangen, mich mit den Flugpreisen zu befassen. Tolle Idee. Wann möchten Sie reisen? Ich denke an den nächsten Monat. Ich könnte zur gleichen Zeit gehen. Perfekt. Wir könnten gemeinsam planen. Das würde Spaß machen. Irgendwelche Ziele im Sinn? Ich würde gerne Spanien besuchen. Spanien klingt großartig. Ich will auch gehen. Lektion 39. Den perfekten Ort finden. Richtig, es wäre großartig, ein Hotel oder eine Mietunterkunft in der Nähe des Strandes und der Wanderwege zu finden. Ja, so können wir beide Aktivitäten genießen. Genau. Habt ihr schon Orte gefunden? Ich habe ein paar Optionen gesehen, die vielversprechend aussehen. Eindrucksvoll. Liegen sie innerhalb unseres Budgets? Ja, sie sind ziemlich erschwinglich. Das ist eine Erleichterung. Wir sollten bald buchen. Vereinbart. Je früher, desto besser. Ich kann diese Reise kaum erwarten.